Walking around, feeling free, thinking about what's happened. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und wer ist noch dabei? Der Kameramann Micha. Genau. Und wieder heute mit einem vorweihnachtlichen Thema. Wir haben einfach mal eine leichte Weihnachtsdeko in einer hohen Bodenvase reingemacht, was man aber super auch in Kleinvasen natürlich machen kann. Aber wie gesagt, die haben wir. Diese Deko bleibt auch, die soll lange, lange halten und so dementsprechend haben wir sie dekoriert. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt doch mal dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen hier auf dieser Seite mal an, weil hier haben wir nämlich nochmal den Thymian, den haben wir jetzt in den letzten Deko-Ideen auch mit eingearbeitet und da sind noch ein paar Äste übrig. Dann war ich gerade draußen, natürlich wieder von unserem Lärchenbaum, noch etwas nasse Zweige, aber egal. Hier, den habe ich auch gerade gefunden auf dem Rasen, der ist auch richtig schön, ja, so ein bisschen bemoost und schon, ja, etwas älter. Dann habe ich hier von unserem Intro vom letzten Jahr Weihnachten noch diesen Kunstschnee, sowie Jute-Stoff und das Kokosseil, was wir auch immer wieder im Einsatz haben. Dann hier vorne einiges an Zapfen, auch die Zypressenzapfen und dann hier nochmal die gewachst weißen Zapfen sowie die kleinen Seegurken, sage ich immer, am Band. Dann könnt ihr gerne mal gucken hier in der Videobeschreibung auf Hof Oelkers. Die haben wir auch. Das ist eine 60er LED String Lichterkette. Die ist aber Indoor, sowie das Moos, das haben wir auch immer, es ist abgepackt und gepresst. Dann habe ich im Keller noch ein paar Kugeln gefunden und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Das ist nämlich das Highlight und da ist schon ein bisschen Moos drin, weil wir haben eben gerade gemerkt, wir hatten keinen Ton, deswegen machen wir es jetzt nochmal, ne Micha? Ja. Genau. Und wie gesagt, also das ist eben die Basis. Da hatten wir letztes Mal eine Wasserdeko mit den Blumen gemacht, genau das Blumenarrangement in Gelb. Das war auch sehr schön, deswegen musste ich ordentlich putzen. Hier war nämlich das Floristentape oben dran und da sind natürlich Klebereste gewesen. So, und hier vorne habe ich noch mal gefunden, so richtig alte Pilze. Und hier sind dann auch noch mal so Zapfen und Zimt und alles so, ja, was ich immer so gesammelt habe. Dann habe ich noch eine Gartenschere, eine Schere, vorsichtshalber. Und ich würde sagen, das sind die Sachen und es geht los. Hier das Moos aus unserem Garten, das nehme ich und lege mir das jetzt hier erstmal unten rein. Die ist relativ tief, die Vase, das sieht man schon an meinem Arm. Und ich wollte erst mit dem Efeu und den wunderschönen Fruchtständen, die wir nämlich gerade haben, gerne hier so ein bisschen grün mit rein dekorieren. Aber dadurch, dass das so schwierig ist mit dem Auswechseln nachher, habe ich gesagt, nein, wir machen jetzt wirklich hier eine Deko, die auch so bleiben kann. Genau. Und deswegen, unten kommt jetzt erstmal das Moos rein und dann nehme ich nämlich den Kunstschnee und wir lassen ihn erstmal hier richtig toll reinrieseln. Und da kommt jetzt schon wirklich so langsam Winterstimmung auf. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Wir hoffen auch dieses Jahr, dass wir endlich mal Schnee haben, oder? Genau. Und dann geht es weiter. Dann nehme ich mir Kugeln und ich habe mich dazu entschlossen, das ist so eine Art Pistazie, würde ich mal sagen. Die einfach, ich habe hier so eine große noch vom letzten Jahr. Die passt natürlich, wenn ich hier schon kein Grün mit rein dekoriere, würde ich die gerne hier einmal, da kann man auch gerne hier unten das Ding sehen, den Hänger, sagen wir mal so. Und da mache ich mir jetzt erstmal so 2, 3 Kugeln unten rein.
Bisschen Gold habe ich gedacht, das kann ja auch nicht schaden. Und ich nehme jetzt nochmal wieder so ein bisschen Kunstschnee und mache jetzt einfach nochmal ein bisschen rauf. Was natürlich schön ist hier mit den Schichten nachher, das macht das Ganze natürlich auch noch super lebendig und interessant. So, jetzt habe ich hier nochmal den Thymian und ich finde auch, guck mal vom Ton, ne, mit dieser Pistazienkugel oder diesem Ton, nehme ich jetzt einfach, und da kann man jeden Ast nehmen, den man möchte, aber ich finde das wirklich sehr schön und auch von der Höhe, und die stecke ich mir jetzt einfach hier noch mal so mit rein. Guck mal, Äste schön reingesteckt. Ich habe die Stiele einfach hier hinten so ein bisschen versteckt und hier zwischen, und ich nehme jetzt hier noch mal ein frisches Moos und stecke mir das einfach hier hinten noch mal so ein bisschen auf, damit da hinten auch noch mal ja so richtig schön Natürlichkeit reinkommt. Und dann wieder eine Schicht Schnee einfach hier so ein bisschen reinrieseln lassen. Ich finde das wirklich sehr, sehr natürlich und das gefällt mir wirklich gut. Das bleibt auch und wehrt die Vorderfront. Finde ich ganz gut, kann man schön Höhe machen, aber auch von der anderen Seite sieht es wirklich schön aus. Ich zeige euch das nachher. Und ich glaube, ich werde mir jetzt hier noch mal, guck mal, wie schön dieser Pilz ist. Ich glaube, den nehme ich jetzt einfach und guck mal, wie wunderbar wir den jetzt hier mit eindekorieren können. Und ich glaube, so von der Höhe, Micha, du siehst das ein bisschen besser, glaube ich, kann man das so ruhig machen, oder? Sehr schön, dann haben wir den auch, und auch da kommt jetzt wieder ein bisschen Schnee. Und hier diese kleinen Zapfen nehme ich jetzt und werde mir die hier einfach, damit wir hier jetzt wieder so ein bisschen Braunton und Natürlichkeit reinkriegen. Oh, ist schon mit dem Arm etwas schwierig, aber es geht. So, und leg mir die hier vorne jetzt einfach so mit da rein. Jetzt haben wir richtig einen schönen kleinen Farbmix, natürlichen Farbmix. Und hier habe ich jetzt noch mal so einen kleinen Pilz gefunden. Den finde ich natürlich fantastisch. Den können wir jetzt hier auch einfach noch mal in den Thymian so mit reinstecken und es hält wirklich fantastisch. Was ich auch noch gefunden habe, diese Sternchen aus diesen Kokosfasern, die sind natürlich auch total klasse und die könnte man jetzt oder kann man hier jetzt auch noch mit einfach so reinmachen und es wird jetzt wirklich schon ein bisschen weihnachtlich. Und hier auch noch mal ein paar Zapfen reingelegt. Ich finde dieses Spiel ganz schön, als wenn das hier von oben so ein bisschen reingefallen ist. Wenn ihr habt, ist es auch immer wunderbar. Geht auch bald los mit Apfelscheiben, Orangenscheiben. Dann kriegt man natürlich ein ganz, ganz tolles Farbspiel. Aber heute bleibt es hier noch mal ganz natürlich. Einfach ein paar Sachen mit reinbauen. Da kann man jeden Ast nehmen, ja, dünnes Geäst, was super auch ist, Birkenreisig. Und ja, da kann man jetzt natürlich ein bisschen sich dekorativ austoben und damit spielen. Und wieder ein bisschen Schnee. Ich finde, eine Kugel, die kann hier ruhig, wenn es hält, und es hält. Eine Kugel lege ich jetzt hier oben noch mit rein. Und jetzt nehme ich nämlich das Kokosseil und werde jetzt von der Länge einfach mal gucken. Ich messe mir das jetzt ab und es soll hier nämlich reinlaufen. Und genau, den Rest, ich schneide mir da jetzt ein Stück von ab. Stück Kokosseil abgeschnitten. Jetzt nehme ich hier die Drahtlichterkette und wickel mir das hier einmal richtig schön rum. Ich habe zwar auch eine Lichterkette mit so wie ein Seil, aber ich habe gedacht, nein, ich zeige euch das mal. Das kann man sich ja nur wirklich super selber machen. Und das kann man mit Juteband, das kann man mit Stoff, mit dicken, und das kann man ja wirklich mit allem machen. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich hier das Kokosseil und drehe mir das hier, guck mal, einfach rucki zucki ganz schnell rum. Und dann hat man selbst eine Lichterkette gemacht. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들어. Und das mache ich jetzt mal eben bis nach oben. Und da sie doch etwas länger ist, da hätte auch dicke eine 40er, denke ich, gereicht. Aber das macht nichts. Ich nehme jetzt den Rest
und verzwirbel mir, gehe jetzt wieder zurück und drehe mir die noch einmal um das Seil. So, ein paar Mal rumgewickelt und jetzt nehmen wir das Seil und ich würde das gerne hier vorne, genau, einmal bis nach unten in die Vase reinstecken. Und wie sieht das aus? Toll aus. Sehr schön. Jetzt wird es wirklich langsam kuschelig und dann kann man auch wieder richtig schön, obwohl Licht mögen wir ja immer, mit Licht arbeiten. So, und diesen Ast, den ich unten gefunden habe, den werde ich mir einfach oben auf die Vase so raufstecken. Das ist nämlich perfekt, nicht nur um die Deko oben weiter machen zu können, auch hier jetzt mit der Lichterkette. Ich nehme jetzt hier den Rest von dem Kokosseil und drehe mir das hier um den Ast hier oben rum. Und vom Jutestoff einfach nur so ein kleines Stück abgeschnitten. Und jetzt nehme ich hier nochmal Juteband. Und ihr könnt jetzt aber auch Draht nehmen. Das ist natürlich auch immer ganz easy. Einmal nur verzwirbeln. Aber ich nehme jetzt, habe das gerade hier griffbereit, einfach das Juteband. Mache mir hier einen Knoten rein. Und dann ist das Fach auch wunderbar versteckt. Guck mal, die Kugeln, die haben wir auch letztes Jahr gehabt, da ist noch der Heißkleber dran, kriegt man aber super ab. Ups. Und ich mache jetzt hier wieder einen neuen Heißkleber dran und werde das nämlich jetzt hier einfach auf das Juteband kleben, das einfach hier mit in die Deko integrieren und dann habe ich hier auch noch mal eine goldene Kugel und auch da mache ich jetzt Heißkleber dran und setze mir die hier auf den Ast. Warten. Ich habe jetzt hier noch mal so einen Strang Thymian genommen und den einfach noch mal hier hinter so ein bisschen nach oben gesetzt, damit das natürlich jetzt auch noch ein bisschen hier oben hinkommt. Und jetzt könnt ihr anfangen, wie ihr es gerne mögt. Hier kann man jetzt Moos dran machen, Zapfen und ich würde sagen, das mache ich mal eben. Guck mal, dieses Moos ist auch ganz schön. Ich finde, das passt natürlich jetzt auch hier mit dem Thymian total schön zusammen. Nicht nur grünes und das klebe ich mir hier noch mal eben über ein bisschen mit dran. Habe ich noch gefunden, die letzten Ginkgos. Genau, und dann nehme ich jetzt hier so einen ganz dünnen Schmuckdraht. Das ist jetzt auch noch mal spontan, aber ich finde, das passt ganz gut mit den goldenen Kugeln. Und hier werde ich mir den einmal so andrahten. Hier habe ich noch so kleine, die mache ich mal eben da über, dass wir praktisch auch einen String haben. Und da zwirbel ich mir die einmal nur so rum. Gehe wieder ein bisschen hoch und setze das nächste an und dann gucke ich gleich mal von der Höhe. Dann können wir das nämlich super oben in den Ast mit einarbeiten und ja, dass das so einmal, guck mal, probieren das mal aus. Genau, dass das so ein bisschen schwebend in der Luft in die Vase reinkommt. Und da ist sie. Unser Thema heute hier. Unsere Bodenvase, ganz natürlich mit natürlichen Materialien aus dem Garten und aus dem Keller. Also wie gesagt, Kugeln, die wir noch hatten. Und guck mal, wir machen die jetzt auf Timer. Das Batteriefach haben wir super hier versteckt. Die geht jetzt um dieselbe Uhrzeit an und wieder aus. Genau, vorne habe ich einfach ein bisschen Moos reingesteckt. Das war so ein bisschen offen, das sah doof aus. Und wir hoffen sehr, dass euch das Thema heute inspiriert hat. Dann natürlich freuen wir uns über einen Daumen hoch. Oder auch gerne ein Kommentar. Da freuen wir uns immer super, super doll drauf. Und wir freuen uns, die Tage mit euch wieder zusammen zu dekorieren, für und mit euch. Ich sage bis bald, eure Conny und Euer Kameramann Micha. Bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss. To me from July up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true.